Hallo, hier ist Technik TV. Im Technik TV Magazin wollen wir Videotechnik, Tontechnik, Film und Fotografie sowie Kommunikationstechnik von gestern und heute erklären. Und in der heutigen Sendung wollen wir ein paar Tipps geben, wie man Fotos in den Computer bringt, dass man halt die alten Fotos auch auf dem iPad mal sehen kann. Die meisten haben ja noch jede Menge Papierbilder, zum Beispiel Ich habe auch so ein paar Schuhkartons, ne? Kisten auf dem Dachboden und so. Ja. Genau, die schon eingestaubt sind. Diverses steht da meistens drauf. Das ist ganz schlecht, dann findet man eigentlich gar nichts mehr. Ganz normale Papierbilder, die kann man relativ einfach in den Computer bringen mit einem sogenannten Flachbettscanner, der meistens schon an diesen Druckern mit verbaut ist. Da legt man es einfach drauf wie auf eine Kopiermaschine und das Bild wird dann in den Computer gebracht. Hier haben wir zum Beispiel ein Kombigerät aus Drucker, Scanner, Kopierer und Faxgerät. Den Epson PX800FW, der Papierbilder in hoher Auflösung scannen kann. Das Gerät kann über den Touchscreen oder mit der Software des angeschlossenen Computers bedient werden. Um zu zeigen, wie der Scan-Vorgang abläuft, lassen wir bei diesem Scan den Deckel geöffnet. Zunächst führt das Gerät einen Vorab-Scan durch. Durch den Vorab-Scan erkennt die Software, wo die Vorlage, in diesem Fall ein Foto, liegt und führt die hochauflösende Abtastung des Fotos durch. Hier noch einmal der gesamte Abtastvorgang in der Scanner-Software. Zuerst der Vorabscan. Kleine Korrekturen kann man noch mit der Hand machen. Hier hat die Software einen Teil des weißen Himmels nicht als zum Foto gehörend erkannt. Dann noch die Einstellung der Auflösung. Bei einem hochwertigen Originalfoto wählen wir 600 dpi. Und die Einstellung des digitalen Bildformats, in diesem Fall TIFF. Da bei diesem Format keine verlustbehaftete Kompression erfolgt, eignet es sich besonders für die spätere Nachbearbeitung. Und nach kurzer Scanzeit erscheint das Bild auf dem Monitor. Das ist noch die einfache Sache. Schwieriger wird es dann, wenn man Negative hat oder Dias. Habe ich auch. Ja, Das sind dann auch. Das ist die Krönung von Queen Elizabeth 1953, glaube ich, war das. Genau, habe ich selbst fotografiert. Und Das habe ich mir gedacht. ja. Und das ist auch der Dia-Projektor aus derselben Zeit. Und da wurde dann das Dia, ich habe mal eins eingelegt und fertig war der Lack. Ganz dumme Frage. Wie rum muss man, geht das nur in eine Richtung oder kann man das nicht, dass das spiegelverkehrt rauskommt? Das wäre spiegelverkehrt. Man kann das natürlich, man muss es auf den Kopf rum einlegen, weil es ja durch die Projektion einmal gedreht wird. Gut, das ist für das Scannen dann später nicht so wichtig, weil der Computer kann das alles drehen und wenden, wie man will. Wie gesagt, Dia-Scannen ist etwas schwieriger als positive Scannen, weil das Hauptproblem liegt eigentlich da drin, dass das Dia im Gegensatz zum Foto erstens kleiner ist und durchleuchtet werden muss, anstatt beleuchtet. Muss ein Negativ aber auch. Muss ein Negativ auch, da ist dasselbe Problem. Denn hier muss das Licht durchscheinen. Jetzt halte ich das mal zur Kamera. Dann sieht man, das ist übrigens auch ein Foto von London. Sieht man das? Oh, da unten, das sieht man so ein bisschen, ganz schlecht, ja. Aber wir tun es gleich mal in den Scanner und dann probieren wir das aus mit Dias, wie das dann aussieht. Darf ich mal vorher gucken? Ja. Ob es auch wirklich, ich meine, der Dia-Beauftragte hat sich vor Scannung dieses Bildes von der Korrektheit überzeugt. Das ist in der Tat der Tower in London. Ja. Der Minolta Dimash Scan 3 ist ein hochwertiger Dia- und Negativscanner. Um zu zeigen, wie das Abtasten von Dias vor sich geht, schieben wir zunächst 4 Dias in den Filmhalter des Scanners. Zum Entfernen von Staub ist es sinnvoll, die Dias vor dem Scannen mit Druckluft zu reinigen.
Und schon wird der Filmhalter in den Scanner eingezogen. Jedes einzelne Bild wird nun mit einem 3-Zeilen-Farb-CCD, das eine Auflösung von 2700 Pixeln pro Zeile hat, abgetastet. Die Software zeigt den Scan-Fortschritt am Computerbildschirm an. Der Abtastvorgang ist bei diesem Gerät zwar langsam, aber die Qualität der daraus entstehenden digitalen Bilder ist dafür auch extrem hochwertig. Hier noch einmal der Filmhalter für gerahmte Dias. Nach dem eigentlichen Scan-Vorgang werden die Bilder wieder in den Diakasten eingeräumt und die nächsten 4 Bilder für den Abtastvorgang vorbereitet. Einige der gescannten Dias aus den 60er Jahren waren völlig rotstichig. Durch Adobe Photoshop Elements konnte jedoch auch diese extreme Verfärbung der alten Bilder korrigiert werden. Auch die Belichtung kann nachträglich wieder angepasst werden. Voraussetzung für solche extremen Korrekturen ist ein hochwertiger Scan mit hoher Bittiefe, in diesem Fall 16 Bit pro RGB-Kanal. Der Vorher-Nachher-Effekt ist bei diesem Foto sicherlich beeindruckend. Ja, es gab natürlich auch jede Menge Negativformate und Christian macht hier ein paar Nahaufnahmen. Du solltest eigentlich nicht von mir eine Nahaufnahme machen, sondern vor einem sehr ungewöhnlichen Negativformat. Vielleicht kann man das sehen, das ist das sogenannte Disk-Format von Kodak. Das sind Negative in Form einer Scheibe und dafür hatte Kodak Anfang der 80er Jahre, 82 sind die Geräte rausgekommen, ein neues Format entwickelt und wollte damit den Massenmarkt erobern, leider wenig erfolgreich. Habe ich noch nie gesehen, muss ich zugeben. Ja, da gab es auch interessante Kameras. Viewmaster kenne ich noch, das sah so ähnlich aus. Ja, sehr ähnlich, sehr ähnlich. Nur war das dann natürlich auch noch mit Stereofotografie, das war dann eine ganz witzige Sache. Aber dafür gab es dann auch spezielle Kameras und ich habe ein solches Museumsstück. Rein zufällig? Rein zufällig, ich habe da was vorbereitet. Ach, Requisite, ja. Genau, ich habe da was vorbereitet. Das ist eine Disk-Kamera. Ja, und man kann, ich mache sie mal auf. Sieht ein bisschen, erinnert mich an Polaroid ein bisschen. Ja, es war aber Kodak. Ja, ist auch nur. Plastik und Klapp. Plastik und Klapp. Und die Disk war natürlich, wenn man sie dann hier reinlegte, war die nicht so offen wie diese hier, die ist ja schon entwickelt, sondern die war in einem Gehäuse, weil die Fotos waren ja noch nicht entwickelt, belichtet da drauf. Und dann konnte man das da einlegen. Frage an den Freak, wie kommt man heute an sowas, 30 Jahre später? Also es gibt keine Filme mehr dafür. Nein, aber wie kommt man überhaupt an so ein Gerät? Die ist vor 30 Jahren gekauft worden. Von wem? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir haben sie geschenkt bekommen. Ah, okay. Aber sie funktioniert noch. Oh, das klang wieder nach Polaroid. Ja, ne? Muss ich sagen. Also, transportiert sogar. Smile. Cool. Thomas, habe ich jetzt die Kamera vorm Gesicht, aber ansonsten wäre das ein tolles Foto geworden. Es wird gar kein Foto, weil, wie gesagt, es gibt keine Filme mehr dafür und ich habe einfach die Negative jetzt einfach mal eingelegt. Es wird also nichts belichtet, aber man kann sich so mal vorstellen, wie das Ganze funktioniert hat. Wie lange hat das am Markt Bestand gehabt, dieses System? 5 Jahre verkauft worden, etwa 10 Jahre wurden Filme dafür hergestellt, dann war Schluss. Mhm.
Und dann gab es Da natürlich... passten also dann genau 24 oder wie viel sind das? Ich Da schätze passen es gerade mal. 15 drauf. 15, okay. Ja, 15. Zähl mal einer bitte die. Ist bis 15 beschriftet. Okay, danke. Hier steht eine Bis dahin reicht 14, meine Seele, 15. finde ich. Okay, 15, gut. Ja. Aber es gab natürlich auch noch, das ist ein sehr ausgefallenes Format, es gab natürlich auch weniger ausgefallene Formate. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Pocket-Kamera. Ritsch, Ratsch, Klick. Das kenne ich noch, ja. Ja, das waren so kleine Negative. Mein Opa pflegte da mit seiner Familie zu terrorisieren, ja. Da war auch gleich mal ein Blitz dran. Ich weiß nicht, ob du das jetzt hier mal drauf kriegst. Aber selbst- Dann sieht man, wie klein die sind, die Negative. Und auch dafür ist es schwierig, einen Scanner zu finden. Es gibt da Möglichkeiten, aber es ist schwierig, die in den Computer zu lesen. Ideal ist es, wenn man davon die Papierbilder hat und einfach die Papierbilder scannt. Das ist am besten. Anderes Format war Instamatic. Kennst du das noch? Das waren diese viereckigen Bilder, die mit einer Kassette reingelegt wurden. Ich habe gedacht, das wäre ein Fertig-Nudelgericht, aber habe ich wahrscheinlich verwechselt im Laufe Das der war, Jahre. glaube ich, nicht Instamatic, das war Instant-Suppe. Ist sowas, ja. Okay, das hat ein bisschen Gilb, finde ich. Das hat sehr viel Gilb. Wie gesagt, es sind alte Fotos. Aber es war schon Farbfotografie. Es war schon Instamatic. Farbfotografie, auch wenn die hier so rot aussehen. Das ist praktisch nur ein Filter, der davor ist. Und der wird übrigens von dem Scanner einfach weggerechnet, wenn du das da rein tust. Und das gängigste Format nehmen wir jetzt mal, den sogenannten Kleinbildfilm. Das ist ein Bereich, in dem auch ich mich auskenne. Ja. Genau, sowas habe ich auch noch Das zu Hause. war In diesem die- Karton. Diverses, da sind Ah, ja ja. ganz Negative drin. Ja, genau. Das 35. ist eigentlich das berühmteste Format und das meistbenutzte Format überhaupt an Fotofilm, was es gegeben hat. Mhm. Und die Kameras dafür habe ich natürlich auch zufällig. Ich habe da mal was vorbereitet. Überraschung. Ja, da habe ich hier eine schöne alte Kleinbildkamera. Großformatige Kleinbildkamera. Das nennt sich, also das Format hieß Kleinbildkamera, weil die Formate vorher noch viel größer waren. Ja, ich gucke mal, dass es hier in der Kamera ist und er da unten, da sieht man die Kamera auch sehr gut. Und dass die noch funktioniert. Wow, ich glaube, man hört es. Das kann man vielleicht hier mal sichtbar machen, das ist nämlich ganz witzig. Der Spiegel immer runterklappt. Deswegen heißt es auch Spiegelreflexkamera. Der Metzger des Vertrauens macht so seine Schnitzel. Also komisch kleine Schnitzel. Nein, aber mit einem ganz ähnlichen 35 mm Schnitzel. Okay. Ja, wie gesagt, das sind Analogkameras und die Bilder, die damit entstanden sind, wollen wir auch einscannen. Dafür kann man zum Beispiel den Scanner, den wir eben gesehen haben, diesen Dia-Scanner benutzen und muss man nur die Software umschalten und auf Negativ stellen. Oder man kann inzwischen auch mit Flachbettscannern sowas machen, die eine Durchlichteinheit haben. Und es gibt auch sehr preiswerte Negativscanner auf dem Markt, die zwar nicht ganz so gut sind in der Qualität, aber den ganz, ganz großen Vorteil haben, dass man das Bild direkt am Fernseher betrachten kann, wenn man es einscannt. Der HP ScanJet G4050 ist ein Flachbettscanner mit einer integrierten Durchlichteinheit. Die Durchlichteinheit sitzt hinter einer weißen Abdeckung und geht über die gesamte DIN A4-Breite. Zum Scannen von Negativen und Dias gibt es entsprechende Halter. Hier der Halter für bis zu 5 Negativstreifen Kleinbildfilm. Ein Halter für bis zu 16 gerahmte Dias und ein Halter für Sonderformate wie Mittelformat Rollfilm sowie Großformat Negative und Positive. Zur Demonstration nehmen wir einen Kleinbild-Negativstreifen mit 4 Bildern. Auch hier macht der Scanner erst einen Vorabscan, um festzustellen, wo sich die Bilder befinden. Dabei werden die Negative von der Software gleich in positive gewandelt. Danach werden die einzelnen Bilder in hoher Qualität abgetastet.
Und schon erscheint das Ergebnis auf dem Computerbildschirm. Das Endergebnis kann sich sehen lassen. Das sind die Negative, die Mittelformat nennt sich dieses Format. Kann ich mal gerade? Ja. Vorsichtig. Da kannst du mal sehen, wie groß Negative sein können. Das ist das sogenannte Mittelformat. Habe ich noch nie gesehen. Und das waren diese Rollfilmkameras. Ich habe da mal was vorbereitet. Ich Ja, habe sogar eine zufällig. Kamera da. Und zwar, genau die kannst du nehmen. Das ist ein chinesischer Nachbau, muss man dazu sagen, von einer Rollfilmkamera. Einer doppel-zweiäugigen. Ich mache mal das Objektivdeckel weg. Zweiäugig. Das war der Nachbau einer Rolleiflex. Und da kam dann der Rollfilm rein. Das war praktisch dieses offene Filmband, was hier lang lief und einfach von Hand weiter transportiert wurde. Auf der Rückseite des Films war einfach Papier mit Nummern beschriftet. Und damit man sehen konnte, auf welchem Foto man ist, gab es auch noch 2 kleine Fensterchen. Einmal für 12 Bilderfilme und einmal für 18 Bilderfilme. Faszinierend. Ja, das Gerät funktioniert noch heute, denn es ist nichts Elektronisches da dran. Es ist eine ganz einfache, altmodische, zweiäugige Kamera. Schickes Teil, nicht ganz hosentaschenkompatibel, aber ansonsten... Aber so kannst du mal sehen, wie solche großen Negative dann entstehen. Und auch die kann man scannen. Ich habe hier nämlich, das Negativ ist ja hier drin, das ist ja eine Halterung für einen sogenannten Flachbettscanner, der auch eine Durchlichteinheit hat und dann diese Negative abtasten kann. Das kann ein und derselbe Scanner mit verschiedenen Formaten machen. Richtig. Sonderformate wie zum Beispiel diese Rollfilmnegative sind schon schwieriger in den Computer zu bringen, da es nur wenige Scanner auf dem Markt gibt, die diese Formate abtasten können. Wir nehmen wieder unseren recht universell einsetzbaren Flachbettscanner von HP, den Scanjet G4050. Alternativ gibt es auch Scanner von Canon und Epson, die in der Lage sind, Rollfilmnegative zu scannen. Wieder erfolgt ein Vorabscan und das Umwandeln der Negative in positive. Und zum Schluss das Ergebnis des Scans. Schön. Und schon sieht man was. So, das ist einfach so ein ganz einfacher, preiswerter Scanner, wo man schnell mal einen Filmstreifen reintun kann und gleich das Ergebnis hier sieht. Und In welcher Auflösung, welcher Qualität wird das denn das entspricht etwa einer 5-Megapixel-Kamera. Das ist schon mal ganz gut. Das ist brauchbar, um normale Abzüge zu machen. Das Besondere an diesem Scanner ist, du brauchst keine Treiber für einen Computer oder sonst irgendwas, sondern du tust hier eine SD-Karte wie eine Fotoapparat rein, drückst auf den Knopf und das Bild ist abfotografiert im Prinzip. Fertig ist es. Und das Negativ... Was kostet so ein Gerät? So ein Gerät kostet etwa 100 bis 120 Euro. Gut, da ist ja ein normaler Scanner aber eigentlich fast deutlicher für zu haben. Ne? Richtig, aber nicht so komfortabel in der der ist Handhabung. erstens das und es muss ja ein normaler Scanner sein, der Durchlicht macht und nicht nur Auflicht. Die sind schon teurer und haben dann nicht die Auflösung, weil sie eigentlich dafür gedacht sind, große Vorlagen eben DIN A4-Blätter zu scannen und nicht diese winzigen Negativen. Schön. Gefällt mir. Dasselbe geht natürlich auch mit Dias. Da gibt's Da dann müsste ich mir mal ausleihen, mal auf den Dachboden gehen und dann einfach mal diesen die Karton ganzen Diverses mal mit dem... Karton Diverses. Ja, dann vor allem entdeckt man dabei auch viele Bilder, die man jahrelang nicht mehr gesehen hat oder wo es die Papierabzüge gar nicht mehr gibt. Oder Abende, an die man sich gar nicht mehr bewusst Erinnert. sind. Möglich. Es gibt dann auch hier so ein Gerätchen, da kann man dann kann man 5 Dias hinlegen und dann macht man einfach Dia, nächstes Dia und scannt. Ich habe eine Parmesanhobel, die ganz ähnlich funktioniert. Selbe Prinzip, nur Ja. ohne Parmesan.
Und geruchsneutral, vermute ich mal. Ja. Es sei denn, man hat ein bisschen Käse drin. Die Dias wie ich vielleicht im feuchten Umfeld liegen, ja genau. Ja. Machen wir mal hier 2, 3 Stapelverarbeitung. Genau. Jetzt muss man natürlich das Gerät, ich mache es jetzt mal aus, das sagt dann auch nicht Goodbye und mache es wieder an. Dann muss man ihm nämlich sagen, dass es sich um Dias handelt und nicht um Negative, sonst würde er die Dias umkehren. Das ist nicht Sinn der Sache. Dumm wäre jetzt zu sagen Buenos Dias, aber das ist natürlich völlig daneben. Platte Witze sind hier völlig nicht. Völlig nicht gefragt. So, und dann mal sagen wir nicht Negativstreifen, sondern Dia. Okay. So, und jetzt machen wir mal so. Und da ist schon das erste Dia. Oh, da kenne ich einen. Ja, das ist nur aus den Zeiten der Rasterfahndung, damals RAF-Zeiten. Und das Schöne ist, der hat hier sogar einen HDMI-Ausgang, womit man die an Full-HD-Fernseher anschließen kann, diesen Scanner, und das Bild direkt auf dem Fernseher betrachten kann, ohne es aufzunehmen. Gilt aber nicht für die ersten 2 Bilder, die wir eben kurz gesehen im Vorbeiflug gesehen haben. Nein. Mit Einführung der Foto-CD durch Kodak Anfang der 90er Jahre hatten Endverbraucher erstmals Zugang zu hochwertigen Scans ihrer Negative und Dias. Die High-End-Scanner, hier rechts im Bild, von Kodak, die damals mehrere 10.000 Mark kosteten und nur in Großlaboren standen, lieferten erstklassige Ergebnisse. Von Philips gab es dazu auch Foto-CD-Player, mit denen man seine Fotos am Fernsehgerät wiedergeben konnte. Eine solche Foto-CD fasste bis zu 100 Fotos im Kodak PCD-Format. Jedes gescannte Bild kostete 1 Mark, sodass eine komplette Foto-CD 100 Mark kostete. Epson zeigte auf der Photokina Spezialscanner. Eigentlich sind diese Riesenscanner nicht dafür gedacht, junge, gut aussehende Frauen draufzulegen und abzutasten. Am Stand von Epson wird bewiesen, dass das auch geht. Daher kommt auch der Begriff Bodyscan. Der Scanner ist eigentlich dazu gedacht, großformatige Vorlagen wie Gemälde oder Grafiken einzuscannen. Das war's für diese Ausgabe von Technik TV. Und wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen und hoffen, dass wir Ihnen ein paar interessante Infos geben konnten. Und bis zum nächsten Mal bei Technik TV.